Lieber Walter Feichtinger, du bist Brigadier beim österreichischen Bundesheer, national und international renommierter Experte in Fragen Sicherheit. Natürlich ist die Frage Kriege, ja oder nein, immer irgendwo ein Thema, aber gibt es daneben nicht noch jede Menge andere Fragen, die aus sicherheitstechnischen Aspekten interessant sind? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Kriege heute ganz anders ausschauen. Ja? Und wir wissen gar nicht, ob wir sie als Kriege bezeichnen sollen. Aber wenn man schaut, was unterschwellig heute alles passieren kann aufgrund der neuen Technologien, da gehört insbesondere der Cyberbereich dazu, da gehören aber auch die sozialen Medien dazu. Hier kann man auf ein anderes Land, auf eine Gesellschaft, auf eine Regierung Druck ausüben, indem ich Falschmeldungen streue, indem ich Wahlen beeinflusse, indem ich auch Angriffe mache, zum Beispiel Flughafen Österreich war so etwas. Vor 3 Jahren ist der wirklich einmal ganz massiv attackiert worden durch eine Cyberattacke und einen Tag lahmgelegt gewesen. Und sowas erleben wir täglich. Das heißt, wir befinden uns eigentlich fast in einem permanenten Kriegszustand. Nur man nennt es nicht Krieg, weil es nicht diese Schwelle überschreitet, die man früher vom Krieg gewohnt war. Das heißt, wir werden ständig attackiert, wir werden ständig abgetestet und das gilt auch für Österreich, das gilt für Europa, das ist weltweit so der Fall. Und man hat hier neue Spezialeinheiten, man hat Cybersoldaten, man hat alle möglichen Bereiche, wo man hier eben versucht, auf einen anderen Einfluss einzunehmen, damit er sein politischen Verhalten ändert, damit er nicht mehr in der UNO vielleicht Anklagereden hält und dergleichen. Und es geht natürlich auch sehr stark in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Wenn wir heute sehen, dieses Ringen, wer darf das 5G-Netz betreiben, wo einzelne Anbieter schon ausgeschlossen werden, weil wir sagt, da geht es ja um das Wesentliche schlechthin, da geht es ja um uns, um unsere Zukunft. Wer gestaltet denn dann eigentlich den Alltag noch, wenn dieses 5G-Netz in fremden Händen ist? Da reden wir von kritischer Infrastruktur, das gehört hier dazu. Dann haben wir wirklich Felder, wo man heute unter Anführungszeichen Krieg führen kann, Macht ausüben kann, Druck ausüben kann, wo wir aber offiziell nicht vom Krieg reden. Aber das politische Verhalten wird beeinflusst. Das heißt, der Hintergrund bei diesen Fragestellungen ist die wirtschaftliche Situation, der wirtschaftliche Aspekt? Wirtschaftlich und politisch. Und politisch natürlich, ja. Weil wir haben ja hier die Situation heute, dass wir große Konkurrenzen haben auf globaler Ebene. Das Gemeinsame steht hier nicht mehr im Vordergrund, sondern jeder schaut, dass er seine staatlichen Interessen bestmöglich durchsetzt und das ist immer mit wirtschaftlichen Interessen verbunden. Und da versucht man natürlich Einfluss auf den anderen zu nehmen. Viele reden heute von wirtschaftlicher Kriegführung, aber das ist viel, viel mehr und da haben wir eben hier ein Konglomerat von verschiedenen Möglichkeiten, wo man Druck ausüben kann und das ist etwas, wo man genau hinschauen muss, weil das erkennt man nicht aufs Erste. Und wir reden immer davon, dass hier eine strategische Schwelle überschritten werden muss. Das heißt, aus verschiedenen Bereichen erfolgt hier ein Einfluss. Und es ist so, dass es einem schon wehtut. Das ist das Verhalten eines Landes zum Beispiel der politischen Führung verändert oder der Gesellschaft Angst macht. Und wenn diese strategische Schwelle überschritten wird, dann ist ein Staat aber spätestens dann gezwungen zu handeln. Und das muss man erkennen. Da muss man systematisch immer genau hinschauen. Vielleicht noch kurz Terrorismus, Mitteleuropa. Wie real ist dieses Szenario? Wir sehen es jetzt immer wieder. Wie schätzt du das ein? In letzter Zeit sind Gott sei Dank die Terroranschläge zurückgegangen. Das heißt aber nicht, dass die Terrorgefahr nicht weiter besteht. Wir haben aktuelle Diskussion, dass Dschihadisten, dass Extremisten aus Syrien, Irak zurückkommen. Das ist keinesfalls auszuschließen. Wir wissen auch nicht, wie viele eigentlich so Schläfer unterwegs sind oder potenzielle Attentäter, die sich ja von heute auf morgen fast radikalisieren. Da gibt es ja viele Untersuchungen. Ich würde daher die Terrorgefahr keinesfalls als erledigt abtun. Ich würde sie aber auch nicht überbewerten. Hier muss man genau hinschauen und das betrifft vor allem den Sicherheitsbereich Polizei und Justiz. Lieber Walter, herzlichen Dank für deine Expertise. Dankeschön. Sehr gerne.